ekjran. Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran. En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma ekjran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En meestal wordt Pastor Steve Gott van Mexico met ons hier zijn en ons over passion wat reden. Voor ons hart brennen deed. Wat mij even schijn gaan deed en wat ik wil go gaan te doen. Ik wil op hier te reden. Ik wil einfach Pastor Steve Gott wieder laten te reden. En habt een schöne tijd met ons. Hi, ik ben Pastor Steve van Levenswasserkirche hier in Chihuahua, Mexico. En het is een verrecht van deel waar met jullie te zijn en God zijn woord kijken. Zijn woord hij te ons te zijn heeft over de entscheidungen die we nemen in ons leven. Ik had een verrecht omvangsjaar in Bolivia te zijn op een jugendcampamento en we bekijkten diesen ganzen Thema van entscheidungen en hoe wichtig die zijn in ons leven. Weet je, de entscheidungen die we van deel nemen, die zetten ons op een weg zo te zijn, wo we gaan. Die geven Richtung in ons leven aan. Wens de entscheidungen, waar ik van deel merken een onderscheid en wo ik morgen wo aankom. En zo we zeggen dat Richtung, niet vernemen, bestemmt dien Ziel. Richtung, die entscheidungen, wat du merkst in dein Leben, worden een grote part zijn, wo du aankomt in dein Leben. Weet je, de wichtigste entscheidung, wat je kan merken in je leven, is de entscheidung voor Jezus. En wat je even am geloven en hem am aannemen. Vielleicht de tweede wichtigste, wat viele Menschen merken in ihrem Leben, ist, wem sie wollen befreien. En aber noch ein von den ganz wichtigen Entscheidungen, wo wir merken in ons Leben, ist, wat wil ik mijn leven geven, wat wil ik doen, wat is mijn passion, wat van vuur brandt in mijn hart. Wo ga ik gaan met mijn leven? Weet je, ik hier eenmaal in Redner en hij zei dat een grote droom voor die leven en een kleine droom voor die leven, die hebben beide denzelfde prijs. Want zij worden die beide die ganze leven kosten. En onder op een van die leven, waar het is allerderg is, wat hast beschakt voor Jezus? Wanneer we groot dromen, dat wordt ook durch ons ganze leven dieren dat te doen. En wanneer we geen droom hebben, we gaan durch het leven en komen ook bij een eind van ons leven. We hebben eenzelfde prijs getoold, aber sehr verschiedene dingen vielleicht gekregen. Jezus in Matthäus kapitel 28, vers 19 en 20, hij geeft ons zijn mission. Hij geeft ons zijn zweig van ons leven. Hij zegt, goed naar de velkje van de wereld, merkt te leerlingen en duipt in de noemen van de Vader, van de Sien, van de Heilige Geest en leert alles te doen wat ik jullie bevoel heb. Dan zegt hij, verloot jullie erop, ik zie immer bij jullie, bij de eind van de wereld. En zo voor ons als Christen, dat is onze mission. En zo, aber dat kan viele verschiedene dingen zijn, wat du onder den Charme passen. En zo, aber ein Christ, der ist bekümmert mit Gott seine Mission, aber das geht auf verschiedene Wege zu tun. So, was ist den Traum, was Gott in dein Hart hat geplant? Weil wir lesen in Vers in Timotheus, in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6. Paulus schrift hier zu Timotheus. Timotheus wird ein junger Mann, vielleicht ein Jugendlicher noch. Und Paulus schrift zu ihm, und er sagt, so steht, en dit waarom ik die ermoen, Timotheus, die goef leven te houden. Die goef leven te houden, die God die geeft, als ik die mijn hang opleid. Een andere übersetzung zegt, die goef brand te houden. In andere weer, die goef, oder die passion, wat du im hart hast, dort leven te houden, Timotheus. Dat is wat Paulus hier zegt. En zo, ik heb een vraag voor die van jou. Wat is dat ding wat in dien hart brandt? Wat is die droom wat du in dien hart hast? En vielleicht manchmal fällt sogar, dit is veel te een groter droom. Ik schäme me meestal van dit te reden, wens mensen worden geloven, wo denkt deze aan staat? Maar wat is die droom wat in dien hart is? Weet je, de Bibel zegt ons in Leeda dat God heeft droom in ons hart geplant. Hij heeft zijn eeuwigheid in ons hart geplant, dat ons hart brandt van was het ding.
Weet je, voor mij en denk wat in mijn hart gebrannt heeft voor sehr lang als Zeugenarbeit doen. En Zeug doen op zo'n weg, dat het levendig is, dat het mensen leven geven dat, en dat mensen zich interesseren om naar de Zeug komen, methelpen en Jezus aanbeden. En dit is een ding wat God in mijn hart nen geplant heeft al jaren terug, en dat is wat door brandt. En dit is waar ik mijn leven vergeef. Ik wil mijn ganze leven geven voor Jezus en zijn Zeug. En dat het wordt een goede, gezonde, interessante leven Zeug zijn. Dit is in mijn hart. Maar wat is in dien hart? Want God geeft ons deze verschillende dingen in ons hart. En hij heeft ons beroepen. Wir lesen wieder in 1. Timotheus hier, 2. Timotheus, denselben Kapitel, bloß bei Vers 9. Paulus sagt hier so steht, dort Gott hat uns gerat und beroten mit einem heiligen Rob. Nicht wegen unserer Worte, nicht wegen wir so gut sind, aber weil seinen Zweig und Gnade, der uns in Christus Jesus geschenkt wird von Ewigkeit her. Und so er sagt uns hier, wir sind gerat und wir sind beroten. Bist du al gerat? Wann ja, dann bist du auch beroten. Für Jesus sein Zweig, für Jesus sein Ziel. Und er hat was vielleicht in den Hort geplant, eine Interessen oder ein Traum in den Hort geplant, wo du kannst Port sein von sein Zweig hier auf der Erde erfüllen. Und ich will die Mut merken, er hat das getan von der Ursache. Er hat den Traum in den Hort geplant von der Ursache, wenn er will was tun mit und durch dein Leben. Aber weet je, Christus Paulus zu Timotheus sagt, hou diesen vier im Brand, was in dein Hort ist, was er damit sagen, das ist, du die anstrengen, du die handgeben zu diesem Traum, was Gott in dein Hort geplant hat. Und vielleicht hast du einen Traum, was du mal Jahren Luther wirklich erleben, aber du kannst von der all diesen vier im Brand holen in den Hort. Du kannst die von der all anfangen, Reut zu merken, für den Raub, für den Traum, was Gott in den Hort geplant hat. Weil ja, werden kommen Jugendliche in mir und sie sagen, ich habe eine einfache Arbeit oder ich habe eine einfache Abgabe. Aber ich will jant tun, ich will beroten, zum diesen Ding tun, zum jant tun, was soll ich von der tun, zum was du ankommen. Und ich denke, was ich immer sage, ist, bleib beständig, du wo du bist, du die anstrengen, und sei wo Gott wird mehr deren aufmerken in dein Leben. Weißt du, wir können nicht Buben anfangen. Wir müssen wo anfangen und fertig müssen wir auf eine geringe Stelle anfangen. Und Gott hat das von der Ursache. Wenn er will uns Reut merken, er will uns wachsen, er will uns neue Dinge lernen, er will uns Charakter stärker merken. Für er uns durch Nansaten und auch denkt, was er für uns geplant hat. Weißt du, mit Josef im Alten Testament wird das dasselbe denken. Gott hat einen großen Plan für Josef. Er will Josef brauchen, um ein ganzes Land in mehrere Länder raten. Wenn du in großen Trouble, wo es nicht regnen würde, wo sie nicht würden eten haben. Gott will Josef brauchen. Aber Gott fängt an, von ganz jung an, mit Josef zu schaffen. Als er ein Jugendlicher wird, fängt er an, mit Josef zu schaffen. Und Dinge aus Josef sein Leben rüt zu schaffen, was du nicht können sein. Und aber Josef, wie sein immer war, Josef wird treu, du wo er wird. Auf einmal wird er ein Sklav, ganz eng würde wir sein. Nicht sind alle aus. Du hast keine Hoffnung. Josef würde können denken, er wird niemals was mit mir geben. Ich dachte, Gott will was von mir, aber er hat nichts getan. Aber das ist nicht, was Josef tut. Er wird ein Sklav, und die Bibel sagt, er wird ein guter Sklav, ein treuer Sklav. Und er tut sich anstrengen, du wo er wird. Und es geht nicht lang, und sagt sein Wirt, oder sein Meister, sagt ihm über alles, was er hat. Und dann aber kriegt er ein Hafen, und dann auf einmal ist er in Gefängnis, war er bin. Und er wird ausschuldig. Josef könnte sagen, hält alle nicht an. Ich tue nicht wieder. Ich habe mich angestrengt durch den Haus zum Schwarzschaffen aus dem Sklav, und ich sage hier in Gefängnis, wie nicht mal meine Schuld. Gott hält alle nicht an. Aber er tut nicht. Er hält diesen vier im Brand, und er tut sich anstrengen, durch wo er wird. Und er wird in den Gefängnis in Gouda Läda, wo er wird,
wenn sie sich anstrengt, wenn sie treu wird, wenn sie durch ein guter Matmerker wird. Und die nicht lange, und dann auf einmal, als er der Eberste von dem, was du in Gefängnis wird. Die nicht lange, und dann Gott bringt damit in Gefängnis rüt zum Jörn Luther, und er wird der zweite Herrscher in das ganze Land. Und viele Menschen schickten Josef, und was von großer Mensch er wird, aber weiß ihr trotzdem nicht, wo das anfangen geht. Dort fängt an, dass er ein treuer Sklave wird. Dort fängt an, dass er ein treuer Person wird, die in Gefängnis fast wird. Und er wird nur treu, wo Gott am Heil gesagt hat. Und dann muss Gott die deren up, zum dort er können waschen und wiederkommen. Und dort er können in den Lugar, in den Puesto, nennen kommen, was Gott für ihn hat. Und langträgig gesagt, wo er wird nennen kommen. Was ist dein Traum? Wo wirst du hinkommen in dein Leben? Was wirst du für Gott tun? Was hat er in dein Hart geplant? Weil ich will die Mut merken, du, wo du von dir bist, sie du treu, du die anstrengen, zum du waschen, zum du wiederkommen, und zum du Menschen aushalten. Und wenn du dort bist, du wo du bist, und dann, wenn es ganz eng ist, vielleicht bleibst bloß auf den Stab und forst Traktor für Seswem. Und Seswem sind Traktor. Dann vor so gut aus die Kurs. Sie der beste Traktor vor, was die Person hat. Halb den, so sei es jetzt. Und blieb treu und kick, wo Gott die nächste deren aufmerken wird. Du die anstrengt, diesen vier im Brand zu holen in den Hort. Weil Gott hat die geroten. Er hat ein Ziel für die, sagt die Bibel. Aber unsere Entscheidungen, die wir von dir merken, die sind so wichtig. Wenn es die Entscheidung, die ich von dir merke, sagt ein großes Part, von wo ich war Marian hinkommt. Kriegst du so mit Josef dort. Er merkt Entscheidungen, wo er wird. Ganz eng. Wir alle uit. Aber er merkt durch weise Entscheidungen. Er merkt die rechte Entscheidungen. Und Gott braucht die weise Entscheidungen in sein Leben, zum Anbot die Stadt bringen, was Gott für ihn hat. Wenn wir wieder waschen, und wenn wir immer andenken, dort Richtung nicht vernehmen, bestimmt ein Ziel. Wenn wir weise Entscheidungen merken für Gott. Gott segnet, hat einen guten Weg. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.